So, eben sind wir in Olbia gelandet. Das Wetter ist schön, super. Wir sind jetzt auf dem Parkplatz, haben das Auto bekommen, das wir gebucht haben. Das ist ein Lancia. Ich mache jetzt einen kleinen Check um das Auto. Wir haben natürlich ein Vollkasko-Paket. Wir fahren jetzt ins Hotel. Cala Ganone ist unsere erste Unterkunft. Bis dahin sind es ca. 60 bis 70 Kilometer. Ja, los geht's. Okay. Kurzer Update. Es ist 106 Kilometer bis unserem Hotel. Erste Hotel in Cala Ganone. Dann los geht's. So, wir sind in erste Unterkunft angekommen. Das ist ein Hotel in Ortschaft Cala Ganone. Sieht ziemlich schön aus, vielversprechend. Ja, das Zimmer ist relativ klein, aber dafür sehr, sehr neu, wie Neubau aus. Unter uns ist so eine Art Restaurant. Da werden wir bestimmt ein paar Male essen. Sehr, sehr schön. Wir freuen uns auf die nächsten 9 Tage hier. Ja. Wir haben uns was gegönnt, was bestellt. Ist zwar ein bisschen spät für ein Abendessen, aber wir sind echt hungrig. Und es sieht sehr, sehr lecker aus. Also, essen wir mal. Guten Appetit! Ja, wie Kleinkind. Das hier ist Hotel Caramare. Da sind wir untergebracht und es befindet sich direkt am Ufer. Ich würde gerne jetzt mal Drohne hochsteigen lassen. Ein bisschen in dem Morgenlicht die Ortschaft aufzunehmen. Tja, das Wetter ist schön. Heute haben wir vor, Cala Ganone ein bisschen näher kennenzulernen. Gehen wir in die Stadt, gehen wir zu den Stränden, mal sehen, was uns erwartet. Ja, los geht's! Hier im oberen Bereich von Cala Ganone gibt es einen Campingplatz. Es ist überall so ruhig und ich kommentiere das Ganze. Mir kommt es so vor, als jeder so lauscht an mir, was ich so sage.
Cala Gonone ist bekannt mit Höhlen, Felsformationen, die ziemlich interessant für die Fotografen sind. Wir werden wahrscheinlich ein Boot mieten. Wenn es klappt, schauen wir mal. Hier hausten die verwegenen Banditen der Barbargia, die den Hass und das Verbrechen schon mit der Muttermilch einsaugen. Park Nationale del Golfo di Oroncel. Folgender Plan haben wir ausgearbeitet für heute. Wir fahren Richtung Süden nach Arbatax und als Zwischenstopp haben wir Baunay gewählt. Dort schauen wir mal, was wir entdecken können. Machen wir einen kleinen Badestopp und dann ist der Ausflug dann zu Ende. Dann müssen wir auch wieder zurück. Von uns aus sind circa 54 Kilometer. Deswegen müssen wir jetzt schon uns langsam beeilen, damit wir es bis zum Sonnenuntergang schaffen können. Okay. Heute ist ein richtiger Tag zum Ausflug zu machen. 90 Grad, kurvige Straße, sehr, sehr romantisch. Das Gute ist, man braucht hier nicht hochschalten, man fährt immer im dritten Gang. Hoch oder runter schalten braucht man hier nicht. Motorradfahrer, die drücken natürlich ganz schön. Wir sind gerade auf einer Raststätte zwischen Cala Gonone und Arbatax. Schöne Felsen, Bergeformation hier, ziemlich hoch und kühl vor allem. Aber die Aussicht ist sehr, sehr bombastisch. Ja, ich kann mir vorstellen, dass diese Berge im Winter sogar schneebedeckt sind. Unterwegs nach Baunay sind wir auf so einer Aussichtsplattform. Hier kann man links und rechts in die Schluchten sehen. Auf der Seite sieht man die ganze Beschaffenheit von der Insel. Wir haben was entdeckt. Aha, okay. Okay, ich sehe dann kleine Herde von Zieglein, aber das sind bestimmt keine wilden Ziegen. Und auf der anderen Seite, da sehen wir schon Arbatax. So, da sind wir in Baunay. In der Altstadt, so wie es aussieht. Typisch italienisch, ziemlich eng, mit vielen Autos dazwischen. Via Mentana in Baunay.
eine Immobilie zu verkaufen, kann man anrufen und sich so ein Häuschen ergattern. Örtchen Bauernei zwischen dem Himmel und der Erde. Wir sehen da unten ist die Hauptstraße. Also mit der Idylle ist in Bauernei schon leider vorbei. Aber sonst sieht natürlich sehr ursprünglich aus hier. Nur, wie gesagt, das Problem ist diese Hauptstraße. Aber wenn man von der Straße sich entfernt, ich gehe jetzt mal ein Stück höher, dann öffnen sich wirklich schöne Perspektiven hier. Und vor allem wird ruhiger, nicht so laut. Ja. Berühmte Vespa, nicht wegzudenken aus italienischen Städten. So wie es aussieht, das sind Todesanzeigen von den Menschen, die gestorben sind. Ja, da vorne ist unser Auto. Nun fahren wir weiter nach Arbatax. Zum Tagesabschluss sind wir nach Santa Maria Navarresa gekommen. Vorhin waren wir in Arbatax. Muss man dazu sagen, das hat uns nicht so gut gefallen. Das Ort ist, ja, ist eher mehr für Industrie, für Touristen auch. Aber vielleicht ist es nur das Wetter, was auch ein bisschen ausmacht. Danach sind wir dann schon rückwärts gefahren und am Rückweg wollten wir nochmal dieses Ortchen besuchen, das heißt Santa Maria Navarresa. Da wir diesen Strandabschnitt aus dem Reiseprospekt kennen. Ja, es ist ein schöner Strand hier, schöner Strandabschnitt mit Pinien. Haben wir ein leckeres Eis gegessen und nun fahren wir dann weiter nach Hause in Calaganone. Dieser Stein ist was Besonderes hier in Santa Maria Navarresa. Anscheinend diese Wölbungen, was wir hier sehen, sind alle durch Natur entstanden und nicht durch Menschenhand. Das wird beschrieben in diesem Billboard da vorne. Ja.
hat versucht, mal diese Pflanze anzufassen und schon mal einen Stachel in die Haut bekommen. So gefährlich sind die Dinge. Aber sie haben eine tolle Frucht. Ja. Daraus macht man Saft. Man kann auch so essen. Allerdings gibt es ziemlich harte Körner. Heute ist das Wetter ein wenig trüb und nicht so zum Baden einladen, deswegen fahren wir ins Landesinnern. Als Ziel haben wir uns ausgesucht das Örtchen Orgosola. Es gibt dann bunte Bemalungen auf den Häusern. Soll interessant sein, steht im Reiseführer und deswegen wollen wir es anschauen. Wir sind hier in Orgosolo, ein Städtchen circa 40 Kilometer von Calaganone entfernt liegt. Wir wollen hier was Interessantes finden, das sind die Bemalungen auf den Häusern, aber auch sonst ist interessant die Lage. Die Stadt liegt wie üblich auf dem Berg. Gehen wir los. Recht interessant ist hier in Orgosolo. Die Altstadt, wo wir uns gerade befinden, ist ziemlich eng gebaut. Wir haben kaum einen Parkplatz gefunden. Naja. Zurzeit findet hier irgendein Motorradtreffen statt. Deswegen ist es ein bisschen ungemütlich und laut. Im Zentrum ist einiges abgesperrt, deswegen konnten wir im Zentrum keinen Parkplatz finden. So sind wir in Altstadt gelandet. Hier ist es allerdings ein bisschen problematisch. Viele Straßen sind Einbahnstraßen. Das ist schon in Altstadt in Italien. Ja, ist nicht einfach. Das sind Korkenschalen, Korkenrinder in Form einer Schale. Ja. Also hier auf Sardinien ist ziemlich bekannt
vor allem im Süden, dass man Korkenbau betreibt. Genau. Das sind diese So Pflanzen. sieht man. Das ist die Außenseite und das ist die Innenseite. Ja. Daraus macht man alles Mögliche. Alles Mögliche macht man daraus. Schuhen, ja, Dekorationen, Parkett, Korken für Weine. Also wir haben hier auf unserem Lieblingsstrand Kartoi so eine Szene vorgefunden. Hier wird ein Movie, also ein Film gemacht. Okay, also ein Schauspiel im Wasser. So, das ist unser Boot. Kriegen wir gleich. Ja. The bag and the shoes. Okay. The documents of the boat. Mhm. It's motor or battery. The gasoline tank. A tank. Full. It's full. Allora. Now is off. Okay.
Okay. Switch here. Yes. Mhm. Neutral. And, okay. Forward. Forward, Reverse. backwards. Okay. The motor starts in neutral. Ein super Erlebnis, das sage ich euch. Alleine im Meer auf dem Schlauch Motorboot. Unser erster Ziel, Cala Golorice, befindet sich ganz am Ende von der Calaganone-Buchte, beziehungsweise das ist ein Golf von Orosei, sagt man dazu. Und von da raufwärts fahren an verschiedene Strände und vielleicht Höhlen. Wir sehen dann, was für uns möglich ist, aber es scheint vielversprechend zu sein.
Wir sind in Cala Luna und hier sind mehrere zwiebeltürmige Höhlen in dem Berg, in dem Fels. Ziemlich beliebter Platz für Touristen. Ein Hochbetrieb hier. Wenn man ohne Menschen ein Foto machen möchte, würde heute gar nicht gehen. Sehr interessante Decke, als ob es zwei gespalten ist und dazwischen etwas reingestaucht. Irgendwann mal werden sie runterfallen. Formationen, Riesenfelsen. Und nun fahren wir zurück in den Hafen. Jetzt ist so 17 Uhr bald. Müssen wir Boot abgeben. Also ich muss schon sagen, das war echt cool. Lohnenswert. Jeder, der hier auf dieser Küste, auf diesem Golf von Orosei Urlaub macht, sollte sowas machen. Wenn er natürlich will. Heute ist echt schönes Wetter. Wir haben richtig Glück gehabt. Ja, da vorne ist unser Cala Ganone. Da sind wir jetzt mal schon ein paar Tage untergebracht. Gestern hatten wir ein tolles Erlebnis mit dem Motorboot. Das war echt klasse. Noch 2 Tage und dann wechseln wir Location hier auf Sardinien. Da fahren wir dann Richtung Olbia in Ortschaft Marinella. Aber noch genießen wir hier das Wetter und die Umgebung. Das ist toll. Für heute haben wir einen Besuch in die Höhle geplant. Die Tickets haben wir gekauft auf der Webseite, im Hotel ausdrucken lassen. Ja, in der Höhle, in der Grotta,
Angeblich darf man nicht filmen und fotografieren, aber vielleicht ein oder andere Foto wird es uns gelingen zu machen. Dort in der Höhle, in dieser Grotte, da müsste ein Stalaktit sein, der über 36 Meter lang ist. Der größte hier in Europa gefundene Stalaktit. Die Höhle wurde ziemlich interessant entdeckt. Ein Schaf hat sich verirrt und ein Hirte hat nach diesem Schaf gesucht. Gesucht und Höhle gefunden. Naja, und jetzt hat die Welt diese Höhle entdeckt. Ja. Wobei die ganze Höhle, ganze Grotte ist noch nicht erforscht. Interessant wird das allemal, denke ich. Angeblich in dieser Grotte sogar ein Wissenschaftler ist verunglückt. Noch in 60er Jahren ist er gestürzt beim Erschlossen der Höhle. Ja, schauen wir mal. Da stehen wir hier bei dem Eingang in die Höhle. Auf jeden Fall, die Landschaft ist bombastisch. Von hier ist die Sicht sehr, sehr gut. Kann ich mich so umdrehen. Ja. Hinter mir ist der Eingang in die Höhle. Wie gesagt, man darf dort keine Fotos machen. Mal gucken, ob wir es vielleicht doch irgendwie schaffen können. Also die Höhle heißt Grotte di Spinigolli. Dort hinten ist der Eingang. So, nun haben wir die Höhle besucht. War recht interessant, muss ich sagen. Die Führung war auf Englisch. Deutsch gibt es nicht. Aber es war schon alles klar. Also hier kann man wirklich gut essen, nachdem man die Höhle besucht hat. Wir haben was Feines gehabt. Das ist mein Gericht, was ich bekommen habe. Das hat die Lena bekommen. Gut. Na, grüße dich. Was wollt ihr? Ihr müsst schon was sagen, was ihr wollt. Wie heißt du? Esel. Und du? Esel. Und du heißt Esel. Esel. Und du Papa Esel, oder? Ja, ja. Ja, oh, die meine, du bist ja mein Schöner, mein Guter. Ja, ja. Oh, ja, ja, ja.
Dort im Hintergrund, da befindet sich die Marmorgrube, wo der Marmorstein abgebaut wird. Die berühmte italienische Marmor werden hier hergestellt. Und solche Riesenblöcke werden erstmal herausgeschnitten und danach gespalten. Ja? Ja, wir suchen den Strand Sud de Baron und hier in eine Art Pinienwald gelandet. Es ist so eine Art Lagunenlandschaft, bestimmt eine Art Naturpark. Da hört man einige Vögel zwitschern. Hoffentlich geht es nicht durch. Eine schöne Wanderung haben wir unternommen, aber leider immer noch hungrig. Hier sehen wir schön, wie die Trockenmauern gemacht werden. Baumaterial alles vor Ort. Und so gibt es dann eine fertige Mauer. Heute fahren wir Richtung Olbia. Vor uns liegt jetzt die Fahrt von 2 Stunden ungefähr. Unser Tank ist voll, sollte keine Komplikationen geben. Und wir freuen uns schon auf unsere nächste Unterkunft in Marinella bei Bella Vista. So, da sind wir in Marinella angekommen. Hinter mir ist unser Apartment, der Eingang. Riesen Terrasse davor und ein Tisch. Ziemlich ruhig. Mitten in der Terrasse so ein Baum, Olivenbaum. Also wir werden hier bestimmt unsere nächsten 7 Tage schön haben. So ist die Aussicht. Die Aussicht ist richtig bombastisch von hier über Golf von Marinella. So sieht es von unten aus. Da ist unser Auto. Ziemlich ruhige Gegend, also fast schon unheimlich, aber ja, das ist auch so gewollt.
Treppe. Ein Kater immer wieder besucht uns. So wie es aussieht, er ist immer hungrig. Als ich ihn gesehen habe, habe ich sofort gedacht, das ist ein Kater. Ja, er hat so männliche Züge in seinem Gesicht. Heute ist das Wetter ein bisschen bewölkt und das wird wahrscheinlich den ganzen Tag so bleiben. Deswegen haben wir als Alternative einen Ausflug nach Süden zu einem See ausgearbeitet, um die Olivenbäume, die 4000 Jahre alt sind, anzuschauen. Schauen wir mal. Unterwegs nach Arzachena sind wir kurz an San Pantaleo vorbeigefahren. Boxenstopp gemacht. Mal gucken, wie es hier aussieht.
Also Pantaleo ist ein bisschen überlaufen mit Touristen hier im Zentrum und absolut ausgelegt auf touristisches Leben. Zentrum auf jeden Fall. Ist auch interessant gebaut in der Anhöhe. Im Hintergrund sind die Berge. Kulisse ist schön. Schöne Sachen aus dem Holz. Man beobachtet den Tisch und die Bank, auf dem die Lena sitzt. Bestimmt irgendeiner Tischler oder so, der was machen kann. So, wir sind in Arzahena. Was Interessantes hier gibt, es müssten so bunt bemalene Treppen sein in Altstadt. Das wollen wir finden und mal anschauen. Nun haben wir die Treppe gefunden. So sieht sie aus. Schön. Ja, gute Idee. Wir gehen erstmal hoch. So wie es aussieht in der Kirche ist eine Messe. Heute ist Sonntag. Die Gemeinde kommen zusammen zum Beten. Arzahena liegt im Landesinnen, sodass wir um uns herum schöne Berge haben und so wie es aussieht in einem Tal. Wir sind hier gerade auf der obersten Stelle. Panorama ist bombastisch. Luna, da ist Luna. Dieser kleine Boy. Ja, die Frauchen schimpft. Ah, Luna. Hier in Arzahena gibt es Steinformationen. Also eine davon sieht es wie ein Pilz. Ja, so heißt es auch. Steinpilz oder sowas. Aus Pilz aus Stein. Auf jeden Fall, wir haben das gefunden und wollen das mal etwas näher anschauen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so einfangen kann, aber mit den Augen sieht es wirklich wie ein Steinpilz aus. Tolles Panorama von hier oben. So von hinten sieht er natürlich nicht so wie ein Steinpilz aus. Wir fahren gerade zu den
Olivenbäumen, die 4000 Jahre alt sind. Kaum zu glauben, aber es soll sowas geben und das wollen wir unbedingt anschauen. Also wir sind jetzt in so einem tiefsten von Sardinien und Panorama links und rechts, es ist absolut überwältigend hier. Richtig schön. Thank you very much. Also der Baum gerade vor uns ist 4000 Jahre alt, so hat das Mädchen erklärt. Als die ersten Höhlenmenschen hier auf Sardinien sich eingesiedelt haben, war dieser Baum schon hier. Kaum zu glauben, dass der Baum hat schon so viel gesehen. Also der Stamm ist richtig groß. Im Umfang, ich würde sagen, so 6 Meter oder so. Ja, auf den ersten Blick ist ganz normaler Baum. Das merkt man erst, wenn man den Stamm sieht. Wir versuchen gerade mal die Kräfte auf uns wirken zu lassen. Unsere Fahrt hierher war ziemlich abenteuerlich. Es gab 2 Wege, einmal um den See herum mit Normalstraßen und einmal natürlich mit kürzerer Route. Teilweise war schon abenteuerlich, ja. Da musste man ja richtig große Löcher überwältigen und richtig aufpassen. Wir sind trotzdem gut angekommen. Wir haben einen kurzen Geheimtipp entdeckt in unserem Reiseführer. Man empfiehlt hier zu der kleinen Kirche hinzufahren. Ziemlich alt, von 1779 gebaut. Aber das ist nicht unbedingt das, was uns interessiert. Uns interessiert das Panorama hier. Richtig grandios. Da sind wir auf dem Gipfel. Hier lassen Leute ihre Talismanen und alles Mögliche, damit sie Segen bei dem Gott finden.
sind in der Stadt Golfo Oranki. Hier im Hintergrund sieht man das. Ist natürlich eine Touristenstadt. Viele Hotels, Ferienwohnungen und Appartements. Das ist die Stelle, wo viele Fischerboote anlegen. Ja, ihr Job ist, Fisch für Tagesbedarf an die Restaurants anbieten. Davon leben sie. Also Golfo Oranki ist der zweite Hafen nach dem Olbia. Das heißt, wenn einer sich entscheidet, mit dem Auto herzukommen von Deutschland, der fährt auf jeden Fall entweder Olbia an oder hier in Golfo Oranki oder vielleicht ein anderer Hafen, aber hier ist es auch möglich. Von hier aus fährt man dann die Küste ab. Die Stadt, die hat auch natürlich ein paar eigene Strände, sind keine großen Strände, aber die gibt es. Okay, das war ein kurzer Abstecher zum Golfo Oranki. Nun fahren wir weiter zum Porto Rotondo. Angeblich ist auch ziemlich sehenswürdig. Schauen wir mal. So ein schönes Panorama hier, Costa Smeralda. Heute haben wir einen folgenden Plan. Wir fahren so ca. 30 Kilometer südlich zum Strand La Cinta. Das empfiehlt sich auf jeden Fall. Da haben wir schon von einigen Empfehlungen gehört und deswegen heute machen wir das. Okay, los geht's. Wir sind gerade bei dem Strand La Cinta, das ist bei Örtchen San Teodoro. Und hier gibt es eine ganz interessante Stelle. Das ist eine Art Lagune. Hier leben die Flamingos. Aber nicht nur Flamingos, verschiedene andere Typen von Vögeln.
Also ich versuche jetzt mal etwas näher zu den Flamingos zu gelangen. So, jetzt endlich sind wir auf diesem La Cinta Strand. Ziemlich interessante Stelle. Erstmal riesengroßer Strand, weißer Sand und sehr, sehr flache, abfallende Ufer. Sehr, sehr gut für die Kleinkinder. Schön. Nun, heute ist unser letzter Abend. Wir sind ein wenig traurig, um Sardinien verlassen zu müssen. Wir haben viel gesehen in diesen 16 Tagen. Wir haben 2 verschiedene Unterkünfte gewählt, genau aus diesem Grund, um viel zu sehen, und das haben wir auch geschafft. Sardinien ist absolut unterschiedlich. Man schafft es einfach nicht, mit dem Auto alles umzufahren. Sind einfach die Wege dafür nicht schnell genug.
Dafür braucht man natürlich andere Unterkünfte. Man kann hier vieles unternehmen, man kann hier wandern, man kann hier Wassersport treiben, einfach Gegend erkunden, historische Sachen anfahren. Das ist wirklich sehr, sehr schön, zugänglich und gut beschrieben. Sind wir ein bisschen traurig, aber in diesem Sinne sagen wir Sardinien Ade, Tschüss, Servus und bis zum nächsten Mal.